Wir werden heute anfangen mit X39, weil bei X39 viele Menschen einfach berichtet haben, dass sie ihre Schmerzen dadurch viel besser in den Griff bekommen haben, beziehungsweise reduzieren konnten oder sogar ganz weggebracht haben. Now, because X39 has so many benefits, if you are suffering with pain, this is a patch that you could start with to see if it helps alleviate your pain and support healing of an old injury. Also X39 hat ja viele Vorteile, die wir jetzt gar nicht alle aufzählen werden. Aber einer der Vorteile ist natürlich auch, dass es wirklich bei der Schmerzentlastung hilft. Also X39 ist durchaus auch empfehlenswert, als Einstiegspatch zu verwenden bei Schmerzen, denn es hilft hier wirklich eine Reduktion hervorzubringen beziehungsweise eine Verbesserung. Now, X39 is interesting because in some people, they will experience a mild increase in pain with X39. Bei manchen Leuten haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass sie, wenn sie X39 verwenden, einen milden Anstieg an Schmerzlevel sogar erfahren. So a reason for this is that when someone has an injury, the body needs to increase inflammation to remove the old damaged tissue. Der Grund dafür ist wenn jemand eine Verletzung hat, und die ist schon älter, dann muss der Körper, um sie in die Heilung zu bringen, zuerst den Entzündungswert in die Höhe schrauben. Und dadurch kann man diesen Anstieg auch an Schmerzen erklären. So, of course, people would experience this as an increase in pain. Und das spürt man natürlich dann auch, diesen angehobenen Entzündungsherd. So, what type of options do people have when they have pain? Also welche Optionen haben denn jetzt Menschen, wenn sie Schmerzen haben? So first we're going to start at the beginning and let's talk about some clinical research that we've done on pain management. Wir fangen mal beim Anfang an und schauen uns einige wissenschaftliche Studien und Untersuchungen, die wir gemacht haben bezüglich Schmerzmanagement an. Over the years we've done, it's about 18 clinical studies just on pain management. Mittlerweile über die letzten Jahre hinweg haben wir über 18 klinische Studien allein nur zum Thema Schmerzmanagement gemacht. The studies I'm going to show you today are all at the science section of our website. Und natürlich findet man alle Studien dazu auf der LifeWave-Webseite unter dem Bereich Wissenschaft. First one we'll discuss was conducted by Dr. Pierre Volkmann in France. Eine sehr interessante Studie wurde gemacht von Dr. Pierre Volkmann in Frankreich. Dr. Volkmann is regarded as the #1 medical doctor in France for pain management. Und Dr. Pierre Volkmann ist kein Unbekannter in der Schmerztherapie oder auch wenn es um Schmerzleiden geht. Er ist die Nummer 1 in Frankreich und auch weltweit. And this study was done on IceWave, and it was conducted at a hospital in France called General de Santé. Also diese Studie wurde gemacht zum Thema IceWave und Schmerzmanagement und wurde in einem Spital gemacht, das, irgendwo steht der Name, keine Ahnung, heißt. And I suppose one thing that I would point out about this study is that it was double-blind, placebo-controlled. Also diese Studie war nicht nur so, sondern die war wirklich ganz extrem gut gemacht, doppelblind und placebo kontrolliert. And it was a pretty good-sized study, 100 people. Mit 100 Teilnehmern. And of course, you can read this if you like, but we're going to skip down to page 35 now. Also natürlich, ich kann es wirklich also gerade die Studie vom Dr. Pierre Volkmann ist äußerst interessant zu lesen. Die Studiensprache ist immer Englisch, deshalb wird es auch nicht übersetzt, weil man keine Missinterpretationen in einen Übersetzungstext hineinbringen will. Aber es gibt mittlerweile sehr gute Übersetzungsprogramme für alle, die dem Englischen nicht so mächtig sind, beziehungsweise es gibt sogar in den Teams einige Zusammenfassungen, die hier weitergeleitet werden. Also bitte mal an die Upline
wenden, weil die Studie ist wirklich höchst interessant. So what I want to point out to you is that 5 minutes after applying Ice Wave, 56% of the people in the study, in the test group, reported a reduction in pain. Test group means they used Ice Wave. They used Ice Wave, yes. Yeah, it was not the placebo-controlled group. Ja, right. Okay. Also wir sind hier jetzt auf Seite 35 und in der ersten Testreihe wurde geschaut, wie viele Personen reagieren auf Ice Wave innerhalb von 5 Minuten. Also was passiert innerhalb von 5 Minuten mit dem Schmerzpegel. Und hier waren es 56, it's a 56, isn't it? Because the cursor is over the... Oh, sorry. Ah ja, 56, okay, thank you. So, no, so, ja, 56%, das ist mehr als die Hälfte, haben innerhalb der ersten 5 Minuten eine Schmerzerleichterung erfahren. So what's significant here is that after 15 minutes of continued use of Ice Wave, the 92% of the participants experienced pain relief. Und nach 15 Minuten, also 5 Minuten waren 56% von denen, die Ice Wave bekommen haben, und nach 15 Minuten haben 92% eine effektive Reduktion des Schmerzes empfunden. So statistically, this produces highly significant results. Ja, also wenn man jetzt in der Fachsprache sprechen würde und in der statistischen Fachsprache, dann spricht man hier von einem hochgradigen Erfolg. Now, this is important because if you apply patches, if you apply Ice Wave to someone, many people are going to see pain relief within 2 or 3 minutes. Und das ist für uns natürlich sehr interessant und wichtig, weil gerade wenn man jetzt im Bereich Schmerzen einfach unterstützend leben möchte, und man verwendet Ice Wave, dann haben wir wirklich die Erfahrung gemacht, dass die Leute innerhalb von 2 bis 3 Minuten eine Reduzierung wahrnehmen. But if they don't feel anything, it's okay. Leave the patches on and then check back with them in 20 minutes because you can see nearly everyone gets pain relief with Ice Wave. Und wenn das einmal vorkommt, dass jemand mit Ice Wave nicht innerhalb der ersten paar Minuten schon eine Schmerzreduktion empfunden hat, dann einfach oben lassen, denn wir haben ja in der Studie gesehen, nach 15 Minuten haben dann fast alle eine Reaktion oder eine Wahrnehmungsveränderung im Schmerzbereich feststellen können. Deshalb einfach dann die Pflaster oben lassen, abwarten, 15, 20 Minuten, dann wird sich was tun. Now, there's another clinical study that we did on Ice Wave that we had published in this journal. Es gibt noch eine weitere Studie, die zu Ice Wave gemacht wurde, die dann in dem Tang-Magazin publiziert wurde. And this was another study with 40 people. And again, we achieved highly significant results for pain relief. Das war eine weitere Studie, die diesmal mit 40 Teilnehmern gemacht wurde. Und auch hier war das Ergebnis, wie man hier schön blau unterlegt sieht, wieder mit also sehr signifikanten Resultaten, was in der Fachsprache bedeutet, also unglaublich, dass es sowas gibt. Now, 2 other published studies that we did. Oops, I didn't want you to see that yet. Now, this is a study that we did with horses. Also die nächste Studie, die David uns zeigen möchte, und das erste Bild haben wir jetzt bitte alle vergessen, das wollte er uns jetzt noch nicht zeigen, aber das, was gemacht wurde, war eine Studie an Pferden. And by the way, I am definitely an animal lover. My daughter and I have 2 dogs, and so when we do studies with animals, of course, we're very concerned about their well-being. I know, because we are all doing the studies first on us, on our people, and then we're going through the animals. I don't always tell that joke, even though it is true. It is true. It is true, David. I know so it's true. Also, wenn wir hier jetzt auch davon sprechen, dass hier Studien am Pferd durchgeführt wurden, dann kann ich alle Tierschützer beruhigen. David ist ein absoluter Tierliebhaber. Er und seine Tochter, die haben selber 2 Hunde. Und bei LifeWave ist es immer so, zuerst wird wirklich, also zuerst, I'm just telling, just 1 second about how testing
works on LiveWave, that you first test, then all the members of your office are testing, then the leaders are testing, and then finally everybody's testing, and then we test on animals. So just to let people know how the work process is. Also wenn wir testen oder wenn David von Testen spricht, dann geht es immer so ab, wenn David ein Patch entwickelt, dann testet er als erstes, logisch. Wenn er davon überzeugt ist oder sagt, okay, er möchte Feedback haben, dann bekommen das zuerst seine Laborgehilfen beziehungsweise die im Büro arbeiten. Wenn die dann ähnliches Feedback geben, dann bekommen das wir Führungskräfte, dann testen wir und wenn dann alles gut geht, werden dazu Studien gemacht von unabhängigen Labors und dann kommt das erst an die Öffentlichkeit. Und wenn da alles gut geht, dann bekommen es erst die Tiere. Also so rennt bei uns der Prozess ab. Und diese Studie zur Eiswurf wurde eben dann am Pferd gemacht. Well, I do want to make one correction to that, Hermina, is that I'll be the first person to test a new patch. And then we put the patches in clinical studies before we let our leaders or members use the product. So they have to go through clinical studies first. Yeah, I just mentioned clinical studies, so well, I will change the process. Also die klinischen Studien kommen bevor wir oder während und bevor wir Führungskräfte das bekommen. Und dann wird erst alles evaluiert und dann geht's erst raus oder eben auch nicht. Okay. Okay, so you can see in this study, and it works the same way with people. If someone has back pain, you just apply IceWave, white on right, tan on left, to both sides of the spine, the way that we did here in the horses that had pain. Also, wir haben hier die gleichen Beschwerdebilder gehabt wie auch bei Menschen. In diesem Fall waren es Rückenschmerzen, halt beim Pferd. Und IceWave wurde hier so verwendet, das weiße rechts, das braune links, eben auf dem Bereich, wo der Schmerzbereich in der Wirbelsäule bzw. am Rücken des Pferdes war. Now, in this study, we used medical infrared imaging. Und wir haben, um diese Studie zu bestätigen oder auch die Diagnostik zu machen, Infrarotbildkameras verwendet. And of course, this allows us to see where the pain was reduced. Ja, und das zeigt uns natürlich oder hat uns erlaubt auch zu sehen, wo sind denn die Entzündungsherde und vor allem, was ist der Unterschied, nachdem IceWave geklebt wurde. And of course, the top image is when the horse was in pain, and you could see all the red areas are areas of inflammation. Ja. Also man sieht in den oberen zwei Bildern rechts und links, wenn so viel Rot an so viel Körperfläche vorhanden ist, dann ist das nicht mehr physiologisch. Das heißt, man spricht hier von einem ziemlich großen Schmerzherd oder auch Entzündungsherd. And you can see this is really remarkable because after only 10 minutes of applying IceWave, we got this dramatic reduction in pain. Ja. Und wenn man unten dann liest und sich das untere Bild anschaut, so ist es schon, also wirklich fast normal, physiologisch gesehen, das nur nach 10 Minuten, wo dieses Tier eben ein Set von IceWave am Rücken geklebt hatte. And just one interesting comment, of course, is that these are the same patches that we use on people. So even though the patches are small, they still work on horses. Ja, also, und das Interessante ist, wenn man die Frage ja auch oft bekommt, naja, so kleine Pflaster, können die bei so einem großen Tier überhaupt was bewirken? Ja, natürlich. Ich meine, Zellen kommunizieren, egal ob beim Pferd, beim Hund, bei der Katze oder beim Menschen. Und diese normalen kleinen IceWave-Pflaster, die wir bei uns Menschen anwenden, die haben eben auch bei so einem großen Pferd diese Wirkung innerhalb von 10 Minuten gebracht. Also wirklich fantastisch. Okay, and then finally, one last study. Just on IceWave. And what makes this one interesting is that we used a device called an electroacuoscope, which is another way of measuring the level of pain in the body. Bei dieser letzten Studie, die uns David vorstellen möchte, wurde ein Gerät verwendet, das sich Elektroakuskop benennt, wo man, what can you measure with an electroacuoscope? I didn't remember. What it measures is the conductivity of the tissue. So when there's any resistance in the tissue, this will cause pain. And so this allows us to, when somebody says, well, I have knee pain,
you're going to see a change in the conductivity of the tissue. And so we can see that when you apply Ice Wave, the tissue conductivity normalizes. And then, of course, the person says, oh yeah, my pain was reduced. Wow, that's interesting. Yeah. Also dieses Elektroakuskop, ich habe keine Ahnung, wie man das auf Deutsch besser sagen könnte, ich verwende jetzt einfach den Originalbegriff, misst sozusagen die Durchlässigkeit oder die Gewebsdurchlässigkeit im Sinne von, wenn wo ein Schmerzherd vorhanden ist, dann ist das Gewebe weit undurchlässiger, also für alle Substanzen und so weiter, also alles, was halt wichtig im Körper ist. Und mit diesem Gerät kann man das eben messen. Und in dieser Studie wurde dieses Gerät eingesetzt, um eben auch in dem Schmerzbereich, wie zum Beispiel, wenn jemand Knieschmerzen hat, wurde diese Durchlässigkeit gemessen, vorher und nachher, und man hat hier wirklich einen Unterschied auch im Messbereich feststellen können, bevor noch derjenige gesagt hat, ja, meine Schmerzen sind weniger geworden. Also das hat dann übereingestimmt, die Messung und auch die subjektive Wahrnehmung, also auch höchst interessant. And then, of course, we did achieve highly significant statistical results by using Ice Wave for pain relief. Und auch hier wiederum diese Redewendung, die ganz, ganz wichtig ist in Studien, diese Highly Significance, also bedeutet, das Produkt kann wirklich was. Also es hat wirklich hohe Signifikanz, was die Studienauswertung betrifft, an Wirksamkeit. Now we have a few minutes left. So my first recommendation is that if you want to use the patches for pain relief, actually, where I would start is with either X39 or Eon. Also, wenn man jetzt Schmerzen klebt oder man geht an Schmerzen heran, dann empfiehlt David anzufangen, entweder mit X39 oder mit Eon. Many times what we've seen, Eon is designed to reduce inflammation in the body, and many times we see applying X39 or Eon to the back of the neck will relieve a person's pain anywhere in the body. Und die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, einerseits auch zu X39 und natürlich, viele von uns kennen das mit Eon, ist, dass man eben so anfängt, Eon oder X39 auf C7, also in den Nacken zu kleben. Und da haben wir meistens schon eine leichte Verbesserung oder sogar eine größere Verbesserung. But of course, if you're not getting pain to reduce to at least a 3 out of 10 or lower, then you can apply Ice Wave. Und wenn man jetzt eine Schmerzskala nehmen würde, die bei 10 höchster Schmerz angefangen hätte und man erreicht dadurch jetzt nicht eine 3, also wir bewegen uns hier schon sehr nah Richtung Schmerzfreiheit, dann verwendet man noch weiter ein Set von Ice Wave. Now, there's some special cases where you would use glutathione for pain relief. I have, in the last 2 weeks, a lot of pain patched with glutathione, Eon and Ice Wave. Oh, amazing. Fantastic. Works fantastic, ja. Und es gibt auch einige Spezialfälle und ich habe da wirklich die letzten 2 Wochen viele davon gehabt, wo Glutation noch zusätzlich unheimlich gut funktioniert. Also Glutation dazukleben, super gut. Now, of course, we're not making any medical claims. With what I'm about to say, we just talk about pain management. Ja, also natürlich sind es jetzt hier keine Heilversprechen oder Heilaussagen, dass das jetzt immer so der Fall ist. Was wir machen, wir unterstützen nur die gesunden Zellen, damit die ihren Job machen können. Und wie gesagt, man muss wirklich bei jedem neu ausprobieren. Jeder Mensch ist anders und individuell. So when people have suffered with a disease like Parkinson's or arthritis, we're always going to see very low levels of glutathione. Und speziell jetzt auch noch bei Menschen, die Krankheiten haben, also zum Beispiel auch wie Parkinson oder Arthritis, Arthrosen, also alles, was in diese Richtung geht, da haben wir sehr oft festgestellt, dass diese Menschen einen sehr geringen Glutationsspiegel haben. So when you apply glutathione to someone that has suffered with a disorder for many years, very often you will see the symptoms, such as pain, diminish. Und wenn man jetzt so jemandem hilft, seinen Glutationsspiegel wieder aufzubauen, indem man Glutation regelmäßig klebt, dann wird man auch bemerken, oder die Person wird
im besten Falle dann auch bemerken, dass sich so Zwick- und Zweckchen, also sprich Wehwehchen und auch Schmerzen reduzieren können. Now, the carnosine patch can also be used in special cases for pain relief. Auch Carnosin kann in einigen Spezialfällen als Schmerzentlastungsmanagement-Pflaster verwendet werden. Now, this is because carnosine is found in higher concentrations in the brain, the heart, and the muscle. Das ist, weil man Carnosin-Niveaus oder höhere Carnosin-Niveaus gefunden hat im Gehirn, im Herzen und in der Muskulatur. So, for example, we found that when someone has pain in their tendons or their joints, carnosine can be very useful for reducing pain. Also vor allem, wenn jetzt Gelenksschmerzen vorhanden sind, also immer wo es so auch um Muskeln, Bänder geht, da ist Carnosin sehr von Vorteil. My final comment is that the Nirvana pills can have remarkable benefits on reducing pain. Und zu guter Letzt auch noch nicht zu vergessen, die Nirvana-Presslinge haben wirklich eine sehr positive Wirkung auch auf Schmerzmanagement. The reason for this is that Nirvana elevates beta endorphins, which are 20 to 30 times more powerful than morphine. Und der Grund dafür ist, dass diese Nirvana-Presslinge Beta-Endorphine im Körper ansteigen lassen, die, die Zahl habe ich jetzt vergessen, ich glaube 20 Mal mehr wirksam sind als Morphium. But keep in mind, it takes a few weeks for Nirvana to build up in the body. Aber man sollte hier unbedingt beachten, es geht nicht von heute auf morgen, sondern es braucht wirklich einige Wochen, um diesen Beta-Endorphinspiegel im Körper anzuheben. Also da muss man wirklich dranbleiben, einige Wochen, und dann wird man auch dementsprechend die Resultate wahrnehmen können. So, Hermina, the message here would be that people do not need to suffer with pain. There are natural solutions. There are many options for people to try. So they should use these options to improve their health and their quality of life. Definitely, and so easy to applicate and so safe. That's Minutes. wonderful. I love it. Less than a minute. Ja, also die Message, die heute rüberkommen soll, ist bitte, 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 wenn man Schmerzmanagement betreibt, dann gibt es alternative, natürliche Möglichkeiten, die total einfach in der Anwendung sind. Jeder kann ein Pflaster kleben, also kann auch unsere Life-Wave-Patches kleben, und die absolut sicher sind, weil ja keine Substanz in den Körper eindringt. Also absoluter Hammer, es gibt was und man muss nicht mit Schmerzen durchs Leben gehen. Let's see, actually, yeah, we're at the bottom of the hour. Someone was just asking about Nirvana, when to take the 2 pills. And basically, you can take the Nirvana pills will stay in the body for 24 hours. So you can take the pills any time of day that you like. Okay, also die Frage war nur noch, zu welcher Uhrzeit sollte man die Nirvana-Presslinge am besten nehmen? Vollkommen egal. In der Früh, zum Mittag, am Abend, weil die Wirkungsdauer oder die Stehzeit, nicht Stehzeit im Körper, aber die Dauer, in der sich diese Presslinge im Körper aufhalten, sind 24 Stunden. Also es ist ziemlich egal, wann man es einnimmt.